Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutsch einfach gemacht. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, um das Fundament des deutschen Satzbaus weiter zu festigen. In unserer letzten Folge haben wir uns mit einer sehr speziellen und faszinierenden Gruppe von Verben beschäftigt, den Verben, die den Dativ lieben. Wir haben die Logik des geheimen Empfängers entschlüsselt und verstanden, warum es heißt, ich helfe dir oder das Buch gefällt mir. Wir haben also die elegante Ausnahme von der Regel gelernt. Heute kehren wir zur Regel selbst zurück. Wir widmen uns der mit Abstand größten, wichtigsten und häufigsten Gruppe von Verben im Deutschen, den Verben, die ein direktes Objekt im Akkusativ verlangen. Das klingt vielleicht nach trockener Basisgrammatik, aber ich verspreche dir, diese Folge ist absolut entscheidend. Denn wenn du das Konzept des Akkusativs wirklich tief im Herzen verstehst, werden dir viele andere Bereiche der deutschen Grammatik plötzlich viel logischer erscheinen. Wir werden heute nicht nur eine lange Liste von Verben durchgehen. Wir werden die Frage beantworten, was ist ein Akkusativobjekt eigentlich? Wir werden es vom Dativobjekt glasklar abgrenzen und sehen, wie es sich im Satz bewegt. Wir werden die Verben meistern, die du jeden Tag hunderte Male benutzt. Sehen, finden, brauchen, kaufen, essen, lesen und viele, viele mehr. Am Ende dieser Folge wirst du ein felsenfestes Verständnis für den Normalfall im deutschen Satz haben. Das wird dir eine unglaubliche Sicherheit geben, um die Mehrheit aller Sätze, die du bildest, korrekt und selbstbewusst zu formulieren. Bist du bereit, das Fundament zu zementieren? Dann lass uns in die Welt des Akkusativs eintauchen. Die Rolle des Akkusativs. Das direkte Opfer der Handlung. Bevor wir uns die Verben ansehen, müssen wir noch einmal ganz klar definieren, was die Rolle des Akkusativs im Satz ist. Wir haben in der letzten Folge gelernt, dass der Dativ oft der Empfänger ist. Der Akkusativ hingegen ist das direkte Objekt. Was bedeutet direkt? Es bedeutet, dass diese Person oder diese Sache unmittelbar von der Handlung des Verbs betroffen, verändert, bewegt oder erschaffen wird. Ich benutze gerne eine etwas dramatische, aber sehr einprägsame Metapher. Das Akkusativobjekt ist das direkte Opfer der Handlung. Stell dir den Satz vor. Der Jäger schießt den Bären. Wer ist der Handelnde? Das Subjekt. Der Jäger. Was ist die Handlung? Schießen. Und wer oder was wird von dieser Handlung direkt und unmittelbar getroffen? Der Bär. Der Bär ist das direkte Objekt, das Opfer der Kugel. Er steht im Akkusativ, den Bären. Diese Frage, wen oder was, ist ein magischer Schlüssel zum Akkusativ. Wenn du diese Frage an den Satz stellen kannst und eine sinnvolle Antwort bekommst, dann hast du das Akkusativobjekt gefunden. Die Frau liest ein Buch. Was liest die Frau? Ein Buch. Akkusativ. Der Junge ruft seinen Freund an. Wen ruft der Junge an? Seinen Freund. Akkusativ. Wir backen einen Kuchen. Was backen wir? Einen Kuchen. Akkusativ. In all diesen Fällen wird etwas direkt bearbeitet. Das Buch wird gelesen, der Freund wird angerufen, der Kuchen wird erschaffen. Das ist die Kernfunktion des Akkusativs und die überwältigende Mehrheit der deutschen Verben, die ein Objekt haben können, funktioniert genau nach diesem Prinzip. Die großen Verbgruppen des Akkusativs. Es wäre unmöglich und sinnlos, alle Akkusativverben aufzuzählen. Es sind Tausende. Stattdessen ist es viel nützlicher, sie in logische Gruppen einzuteilen. Wenn du die Logik einer Gruppe verstehst,
kannst du oft auch bei neuen Verben intuitiv erkennen, dass sie wahrscheinlich den Akkusativ brauchen. Gruppe 1. Verben der Wahrnehmung. Diese Verben beschreiben, was wir mit unseren Sinnen tun. Das, was wir wahrnehmen, ist das direkte Objekt. Sehen. Ich sehe den Film. Hören. Hörst du die Musik? Fühlen. Ich fühle den Wind auf meiner Haut. Riechen. Sie riecht die Blumen. Lesen. Er liest einen spannenden Roman. Verstehen. Verstehst du meine Frage? Gruppe 2. Verben des Habens, Nehmens und Bekommens. Hier geht es um Besitz oder den Transfer von Besitz. Haben. Ich habe einen Hund. Brauchen. Wir brauchen deine Hilfe. Bekommen. Kriegen. Sie bekommt ein Geschenk. Nehmen. Ich nehme den letzten Keks. Finden. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Suchen. Suchst du etwas Bestimmtes? Gruppe 3. Verben des Tuns und Erschaffens. Diese Verben beschreiben eine aktive Handlung, die etwas verändert oder hervorbringt. Machen. Ich mache meine Hausaufgaben. Bauen. Die Firma baut ein neues Gebäude. Kochen. Backen. Er kocht eine Suppe. Schreiben. Sie schreibt einen Brief. Reparieren. Kannst du mein Fahrrad reparieren? Öffnen, schließen. Er öffnet das Fenster. Gruppe 4. Verben der Kommunikation und des Fragens. Fragen. Ich frage den Lehrer. Achtung, Antworten braucht Dativ, aber Fragen braucht Akkusativ. Anrufen. Rufst du mich später an? Kennenlernen. Ich möchte deine Freunde kennenlernen. Besuchen. Wir besuchen unsere Großeltern am Wochenende. Diese Gruppen sind nur ein Anfang, aber sie zeigen das Muster. In all diesen Fällen gibt es eine klare, direkte Aktion, die auf ein Objekt einwirkt. Der feine Unterschied Akkusativ und Dativ im direkten Vergleich. Um das Gefühl für den Akkusativ wirklich zu schärfen, ist es unglaublich hilfreich, ihn direkt mit seinem Gegenstück, dem Dativ, zu vergleichen. Manchmal kann ein einziges Verb sogar beide Fälle haben, aber mit einer völlig anderen Bedeutung. Nehmen wir das Verb fragen, Akkusativ, und antworten, Dativ. Ich frage dich etwas. Dich ist das direkte Objekt meiner Frage, also Akkusativ. Du antwortest mir. Mir ist der Empfänger deiner Antwort, also Dativ. Oder nehmen wir kennen, Akkusativ und gehören, Dativ. Ich kenne diesen Mann. Ich habe eine direkte Kenntnis von ihm, also Akkusativ. Das Auto gehört diesem Mann. Das Auto hat eine Beziehung zu ihm, also Dativ. Die wichtigste Unterscheidung ist aber die zwischen Verben, die nur einen Akkusativ haben, und denen, die nur einen Dativ haben. Akkusativ: Ich sehe dich. Dativ: Ich helfe dir. Warum ist das so? Weil Sehen eine direkte Wahrnehmung ist. Du bist das direkte Objekt meiner Sicht. Helfen ist eine unterstützende Handlung, die auf dich gerichtet ist. Du bist der Empfänger meiner Hilfe. Dieser subtile, aber entscheidende Unterschied in der Logik der Handlung bestimmt den Fall. Die Wortstellung. Wo steht das Akkusativobjekt im Satz? Die Position des Akkusativobjekts im deutschen Satz ist relativ flexibel,
aber es gibt eine neutrale Standardposition, die du immer verwenden kannst. Die Regel für die neutrale Wortstellung lautet te ka mo lo. Temporal wann, Kausal warum, Modal wie, Lokal wo. Das Akkusativobjekt kommt normalerweise nach diesen Angaben. Ich lese heute in der Bibliothek ein Buch. Aber was ist, wenn das Akkusativobjekt ein Pronomen ist, wie ihn, sie, es, mich, dich? Pronomen sind kleine, leichte Wörter. Sie mögen es nicht, am Ende des Satzes zu stehen. Sie wollen nach vorne. Die Regel lautet, ein Akkusativpronomen kommt so früh wie möglich im Satz. Normalerweise direkt nach dem konjugierten Verb. Ich lese es heute in der Bibliothek. Das Pronomen es rückt direkt hinter das Verb lese. Vergleiche die beiden Sätze. Ich habe gestern meinen Freund im Kino getroffen. Substantiv am Ende. Ich habe ihn gestern im Kino getroffen. Pronomen am Anfang. Diese Regel zu beachten, wird deine Sätze sofort viel natürlicher klingen lassen. Ein Tag im Leben. Ein Monolog voller Akkusativverben. Um zu sehen, wie allgegenwärtig diese Verben sind, hören wir uns einen kurzen inneren Monolog an. Jemand beschreibt seinen Tag. Achte darauf, wie jeder zweite Gedanke ein Akkusativverb enthält. Okay, es ist Montagmorgen. Zuerst brauche ich einen Kaffee. Ich mache also die Kaffeemaschine an, währenddessen lese ich die Nachrichten auf meinem Handy. Ich sehe eine interessante Schlagzeile. Die muss ich meinen Kollegen später zeigen. So, jetzt esse ich ein Brötchen und trinke meinen Kaffee. Danach putze ich meine Zähne und ziehe meine Jacke an. Ich darf meinen Schlüssel nicht vergessen. Auf dem Weg zur Arbeit höre ich einen Podcast. Im Büro begrüße ich meine Kollegen und starte meinen Computer. Ich habe heute viele Aufgaben zu erledigen. Ich hoffe, ich schaffe alles rechtzeitig. Dieser kleine Monolog ist vollkommen normal und alltäglich. Und er besteht zu einem riesigen Teil aus Subjekt-Verb-Akkusativ-Objektstrukturen. Das ist das Rückgrat der deutschen Sprache. Wenn du diese Struktur sicher beherrschst, kannst du fast alles ausdrücken, was du im Alltag brauchst. Und damit haben wir das Fundament des deutschen Satzes zementiert. Der Akkusativ ist nicht nur ein weiterer Fall, er ist der Standard, der Normalfall, die Autobahn der deutschen Sprache. Die Dativverben sind die malerischen Landstraßen, schön und wichtig, aber die meiste Zeit fährst du auf der Akkusativautobahn. Lass uns die wichtigsten Erkenntnisse noch einmal zusammenfassen. Der Akkusativ ist der Fall des direkten Objekts. Er antwortet auf die Frage wen oder was und beschreibt das direkte Opfer einer Handlung. Die überwältigende Mehrheit der deutschen Verben, die ein Objekt haben, verlangt den Akkusativ. Lerne sie in logischen Gruppen: Wahrnehmung, Besitz, Tun etc. Der Akkusativ beschreibt eine direkte Einwirkung, während der Dativ oft einen indirekten Empfänger beschreibt. Die Position im Satz: Ein Akkusativsubstantiv steht eher am Ende. Ein Akkusativpronomen rückt direkt hinter das konjugierte Verb. Mein Tipp der Woche ist eine einfache, aber sehr effektive Übung. Das Was mache ich gerade Spiel. Kommentiere deine eigenen Handlungen im Laufe des Tages mit einfachen Akkusativsätzen. Wenn du eine Tasse nimmst, sag laut: Ich nehme die Tasse. Wenn du eine E-Mail schreibst, ich schreibe eine E-Mail. Wenn du die Tür schließt, ich schließe die Tür. Dieses ständige Benennen deiner Handlungen mit der korrekten Akkusativstruktur brennt das Muster so tief in dein Gehirn ein, dass es völlig automatisch wird. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn diese Folge dir geholfen hat, das Fundament des Deutschen besser zu verstehen, freue ich mich riesig über deine Unterstützung.
In der nächsten Folge bauen wir auf diesem Wissen auf und schauen uns die Königsklasse an, Verben mit 2 Objekten. Wir werden lernen, wie wir Sätze bauen, die sowohl einen Dativempfänger als auch ein Akkusativopfer haben, mit Verben wie geben, schicken, zeigen und erklären. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch einfach gemacht. Tschüss und alles Gute.